insgesamt hätte ich mir das schon leisten können. Es ist aber dumm, wenn du einfach so hunderte Millionen Penya rumliegen hast. Ich gebe meinen Penya halt immer aus. Für A-Products oder so. Ich kann nicht warten, bis ich genug Geld habe für 4000 F-Coin, weil ich dann das Doppelte zahlen muss im schlimmsten Fall. That's why I not do it. Außerdem hatte ich bis jetzt auch eh keine Zeit. Bis jetzt hat sich die Flask auch echt nicht gelohnt. Jetzt könnte ich sie mir kaufen. Also jetzt könnte ich drauf sparen. Weil bis jetzt habe ich sehr wenig gespielt auf FEC. Für meine Verhältnisse. Sehr wenig gelevelt. Und erst jetzt ist es so, dass ich sagen würde, jetzt wo ich jeden Tag Minimum 2 Stunden level, da lohnt sich das auch. Bei dieses Wochenende eigentlich nicht. Dieses Wochenende würde es sich nicht lohnen. Rentner sind nicht glücklicher. Also wenn du mit 27 in Rente gehst, ich glaube, dann bist du schon glücklich. Wenn du gesund bist, Geld hast und mit 27 in Rente gehst, ich glaube, da wären die meisten glücklich. Den ganzen Tag Fleisch spielen macht glücklich. Safe. Das hat eine Studie der AOK in Vertretung der allgemeinen Ortskrankenkassen ergeben im Jahre 2017. Look it up. It's real. Also angeblich soll das 120er Set... Uff, jetzt dachte ich gerade, ich habe einen Disconnect. 120er Set finde ich auch cool, aber da ist das Problem, dass ich keinen Bock habe, für ein cleanes Set über 100 Mio auszugeben und auch keinen Bock habe, nochmal 4 Sockel reinzumachen. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Uiuiui. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen 105 und 120er, würde ich tatsächlich das 120er nehmen. Bin ich ehrlich. Aber ich habe jetzt halt schon das 105er und ich habe dafür auch relativ viele, also ich habe da meine eigenen G-Projects reingebuddert. Ich weiß gar nicht mehr wie viele, das waren über 15. Lief ziemlich schlecht beim Sockeln. Also natürlich alle sehengebunden, aber egal. Ja, wobei es waren gar nicht alle sehengebunden. Ich glaube, es waren sogar ungebunden dabei. Auf jeden Fall habe ich in das Set schon viel zu viel investiert. Um mir jetzt noch ein Set zu kaufen, würde nur weitere Kosten kreieren. Und ich meine, gut, ich würde gerne sagen, ich stehe kurz vor 135er Set, was ich leider nicht bin. Ich bin erst 125, es dauert schon noch ein bisschen bis 135. Aber das 135er sollte dann auch wieder Geld kosten. Und ich bin jetzt kein Fan davon, die ganze Zeit ein neues Equipment sich zu holen oder Geld auszugeben dafür. Also wenn ich von vornherein die Wahl gehabt hätte, quasi 120er Set für, sagen wir, 400 Mio oder 105er Set für 250, dann hätte ich wahrscheinlich das 120er genommen. Aber als ich mein 105er gekauft habe, beziehungsweise als ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ohne 105er bis 120 zu spielen wäre auch dämlich gewesen. Also ich hätte trotzdem 105er gebraucht, nur halt ein schlechteres. Aber ist ja egal, auf jeden Fall. Diese Wahl gab es ja damals noch nicht, weil da war der Server ja noch in einem anderen Zustand. Da gab es noch nicht so viel 120er Sets, weil der Red Meteor noch nicht so aktiv gefarmt wurde wie jetzt. Schon seit einer langen Zeit. Da wäre es bestimmt eh teurer gewesen. Nur von Red Meteor. Ja. Die 120er Sets, die kann nur Red Meteor droppen. Und deswegen sind die vor allem zum Serverstart halt einfach sau selten. Und halt auch, na gut, Elementor ist nie wirklich teuer, 120er Set, weil es nicht so beliebt ist. Aber wie gesagt, es reicht ja schon, wenn es nur 100 oder 150 Mio kostet. Das 105er Set kostet 20 höchstens und das 120er kostet über 100. Also gestern meinte einer, ein englischer Zuschauer meinte gestern, er hat sich das weibliche Set für 50, die Suit, und alle anderen Teile für 20 gekauft. Das sind 110 Mio. Aber schau mal, 110 Mio für ein cleanes Set und, also cleanes Elementor-Set. Und das ist ja jetzt, das war jetzt anscheinend vor ein paar Tagen. Also finde ich halt schon ziemlich teuer. Dafür, dass das Set eigentlich eh ziemlich unbeliebt ist. Und wie gesagt, da muss er noch 4 Sockel reinmachen, plus 6 oder 7 machen. Muss dann noch ein paar Folgekosten. Gut, plus 6, 7 machen ist jetzt nicht so schlimm, aber die 4 Sockel reinzumachen. Und dann trägst du es halt auch nicht so lange. Also es hat
wenn du es nicht sofort mit 120 günstig bekommst, eigentlich fast nur Nachteile, sich das Set zu holen. Außer man will es halt unbedingt haben. Oder man spielt Face Tank, weil als Face Tank brauchst du es natürlich. Als Face Tank kannst du natürlich nicht ohne das Set spielen. Aber mit No. No. Wow. Ein Diamond aus 7 Millionen. Holy shit. Hier, ich habe eine... Könnt ihr euch... Meine wunderschöne Handschrift. Das sind alles meine Charakter und in Klammern steht dahinter, wie viele Boxen sie haben. Ja, that shit is old school, baby. Ein richtiger Notizblock mit Zahlen und Buchstaben drauf. Woho! Erschreckt nicht zu sehr, Gen Z. Na, habt ihr Angst? So. Die Punkte sind wohl weg. Niemals. Warum zum Teufel steht mein Charakter hier hinten? Mal wieder einen klassischen Portbug.